Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist abends. Ja, und wir hatten heute einen aufregenden Tag und davon wollen wir euch erzählen. Der war so aufregend. Ja, 2 Jahre sind wir hier und das sorgt natürlich auch für ein paar Verlängerungen, die man so machen muss. Unter anderem den Führerschein. Also, viel Spaß bei diesem Video. Zwei Jahre sind rum, also über 2 Jahre ja mittlerweile. Und unser Führerschein ist immer nur 2 Jahre gültig? Nee, der ist immer nur so lange gültig, wie unser I94, also dieser Einreisestempel, gültig ist. Und da wir das letzte Mal in die USA eingereist sind nach Weihnachten, gilt halt jetzt unser neuer Führerschein auch nur bis nächstes Jahr Weihnachten. Also 1 Jahr und ein paar zerquetschte Monate. Genau, also das ist tatsächlich so. Also wir haben zwar ein E2-Visum auf 5 Jahre, aber diese Arbeitserlaubnis ist halt, ne, I94, ne? Ist glaube ich immer, ja, also I94 ist ja, glaube ich hier, ist für 2 Jahre gültig, dieses Formular. Ja. So, und verlängert sich immer um 2 Jahre, wenn man einreist. Genau, du musst also einmal ausreisen, einmal einreisen. Dazu zählt aber auch Mexiko oder Kanada. Du kannst also wirklich einmal kurz die Grenze überschreiten, den Stempel, und dann könntest du theoretischerweise für 2 Jahre wieder den Führerschein erneuern. Hat jetzt für uns keinen Sinn gemacht. Wir gehen jetzt mit 1 Jahr und 3 Monaten. Genau, das heißt, wir mussten unseren Führerschein erneuern. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man ein paar Dinge weiß. Und darum geht es in diesem Video. Wir sitzen übrigens jetzt hier in unserem Outdoor-Wohnzimmer, weil es Mittwochabend um 20 Uhr Austin-Zeit ist und es ist immer noch fucking 37,5 Grad. Ja, wir hatten heute einen absoluten Hitzerekordtag von, ich habe das bei mir in der Insta-Story mal gezeigt, 44 Grad. Das war, wow, sensationell heiß, ist aber nicht die Regel. Also das ist wirklich so eine Hitzewelle. Und es wird nächste Woche auch wieder deutlich kühler. Es soll nämlich nur noch 32 Grad werden. Ja, also die Kältefront kommt. Wettergeschnacke hier. Ja, also der Sommer diesmal ist halt nicht so hart wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir irgendwie 100 Tage über 100 Grad Fahrenheit. Und das ist bei weitem nicht so dieses Jahr. Aber also so ein paar Hitzetage wie jetzt, ne, die schlagen dann rein. Ne? So, dass wir uns entschieden haben, nach draußen zu gehen, das abends zu machen, weil wir gehofft haben, es ist ein wenig kühler. Ja, Pustekuchen, es ist gar nicht kühler. Also wir sitzen jetzt hier und erzählen euch von unserem Update des Führerscheins. Ja, und das allererste, was du machen musst, wenn dein Führerschein abläuft, ist dir einen Termin geben zu lassen bei dem DPS zum Renewal. Und während alle normalen, also Citizens hier, die Renewal online machen können, gilt das für uns nicht, weil die wollen die I94 sehen. Jetzt könnte man sagen, die sind alle super vernetzt und können euch ja im Netz ziehen, ne? Aber die wollen einfach noch mal den Nachweis haben, dass wir immer noch ein gültiges Visum haben. Ne? Also man muss seine Immigration Documents mitbringen, ne? Und den Proof, dass man hier wohnt immer noch. Und das geht halt nicht online und darum muss man einmal kurz dahin. Und das ist wirklich einmal nur kurz, aber um dahin zu kommen, braucht man einen Termin. Und das ist... immer, ne? Also den geht es nicht ohne. Ne? Also du kannst nicht dahin gehen ohne Termin machen. Steht ein großes Schild draußen, ne? Ja, du brauchst immer einen Termin, aber da gibt es ein paar Besonderheiten, die ich so aus Deutschland gar nicht kenne. Feierabendbier, darf ich machen? Red ruhig weiter. Wenn du redest, kann ich trinken. Die Leute sagen ja immer, ich lasse dich nicht ausreden. Darum habe ich mir jetzt gesagt, während du redest, trinke ich einfach Bier, dann brauche ich gar nicht dazwischen quatschen. Also, du brauchst einen Termin online und die sind meistens ausgebucht über Wochen und Monate. Und dabei ist es aber also völlig egal, wo du den Termin machst. Du könntest den theoretisch... In welcher Stadt du den machst, in welchem, also wir waren bis jetzt immer in Austin South, haben dort unsere Führerscheine von der gesamten Familie machen lassen. Die Große war die erste, die einen Führerschein-Renewal brauchte, weil von 16 auf 18 kriegen die einen neuen Führerschein, weil bei 16 steht halt noch drin. Ich glaube, das Format ändert sich auch, ne? Das Format ändert sich, genau. Während 16 hochkant ist 18 schon das normale Format. Das ist für die ganz Doofen, ne? Damit die wissen, wie alt die sind. Ne? Ja, genau, weil mit 16 dürfen die halt nicht hier, und das haben wir schon mal in einem anderen Video gesagt, die Kinder dürfen nicht nach Mitternacht fahren und bis morgens um 5 dürfen die nicht fahren. Und die dürfen nur einen nicht familiären Fahrgast mitnehmen. Also die dürften theoretischerweise nur eine Freundin durch die Gegend fahren.
Theoretischerweise. Theoretischerweise. Interessiert halt nur keinen. Genau, aber also das, was Tina sagte, ist irgendwie, wir können hingehen, wohin man möchte. Genau, also da, wo der erste Termin frei ist. Während die Große halt schon in einer anderen Stadt auch war, in Bastrop, was hier so ungefähr 35 Minuten von Austin entfernt ist. Ungefähr, da war halt von jetzt auf gleich ein Termin frei. Wir mussten jetzt ein bisschen länger warten und sind nach Nordaustin gefahren. Wir hätten aber auch nach Kyle, Buda, wir hätten sogar nach Corpus Christi gekonnt oder nach Dallas. Oder total egal, weil während das anders ist als in Deutschland, da ist nämlich die ausgebende, wie heißt das, die ausgebende Behörde ist die Stadt, in der du wohnst, und hier ist es der Staat, in dem du wohnst. Genau, du kriegst den Führerschein von Texas und in Essen, da wo wir herkommen, steht ja dann irgendwie ausstellende Behörde Stadt Essen drauf. Ne? Das ist so, ne? Ich weiß gar nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht einfach nach Mülheim gehen könnte und mir da den Führerschein abholen könnte. Ich glaube, das muss in der Stadt sein, wo du auch irgendwie wohnst. Ne? Aber das schreibt mal in die Kommentare, wenn das anders ist. Ne? Also hier ist auf jeden Fall der Staat Texas dafür zuständig. Das heißt, du hast so eine Webseite. Und da gibst du deine Sozialversicherungsnummer ein, ne? Ja. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Ne? Mit der Sozialversicherungsnummer können die dich identifizieren und dann kannst du da einen Termin buchen. Ne? Und so dann kannst du auswählen, glaube ich, den nächstfreien oder nächstfreien Ort oder gibst den Wunschort ein. Ne? So dann siehst du schon, wo was frei ist. Ne? So, und lange haben wir gewartet jetzt für Austin, weil wir nicht so lange gurken wollten. 8 Wochen? 8 Wochen. 8 Wochen ungefähr auf den Termin gewartet. Könnte sein, oder 6 Wochen, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube, das war tatsächlich 6, 8 Wochen. Ne? Und das war aber ein Termin, also unser Führerschein war schon nicht mehr gültig. So. Jetzt kann man sagen, ja, müsst ihr euch ja eher drum kümmern. Ja, aber wir haben gedacht, irgendwie, ja komm, also 6 Wochen vorher um Termin kümmern, kann man ja mal machen. Ja, Pustekuchen. Ne? Also das war nicht so, also unser Führerschein war nicht mehr gültig. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil der ist, nachdem er abgelaufen ist, wohl noch ein halbes Jahr gültig. Du kannst damit jetzt keine Auslandsreise mehr machen, aber kannst du sowieso nicht mit dem Führerschein. Ach stimmt, du kannst jetzt keinen Inlandsflug mehr machen, so meine ich das. Du kannst also jetzt nicht damit zum Flughafen gehen, aber Autofahren ist damit durchaus noch ein halbes Jahr danach. Absolut gar kein Thema. Also deswegen haben wir uns nicht so gestresst und haben das gemacht. Genau, also jetzt fragt ihr euch, was meint ihr denn mit Führerschein und Fliegen? Ne? Aber es ist so, also das muss man vielleicht kurz erklären. Ja. Also du hast, hier gilt das Recht, du darfst nur einen Ausweis haben. So, und das ist entweder die Texas ID oder die Texas Driver License. So, die sehen beide gleich aus, außer dass bei dem einen steht Driver License und bei dem anderen Identification Card. So, und es gilt halt das Recht hier, du darfst halt nur einen haben. Stand auch bei dem Texas Department of Safety heute da, ne? Also einen darfst du nur haben. So, und wenn du einen gelben Stern in der Ecke hast, dann berechtigt er dich damit auch bei der TSA vorstellig zu werden, also bei dem Transportsicherheitsdings da am Flughafen. Und du kannst mit diesem Ausweis als ID, also du brauchst keinen Pass mitnehmen, sondern der reicht, um Inlandsflüge zu boarden. So, das ist so. Genau, aber tatsächlich nur Inlandsflüge. Es sind hier wirklich schon einige Beobachtungen gemacht worden, dass der eine oder andere dachte, damit könnte er auch ins Ausland fliegen. Das geht natürlich nicht, dafür brauchst du nach wie vor deinen Pass. Aber du sagtest gerade was von Sozialversicherungsnummer. Also dadurch, dass wir die eingeben, hat das System auch automatisch erkannt, dass wir den Führerschein nicht online erneuern können, sondern dass wir tatsächlich vor Ort sein mussten. Die Kinder haben natürlich keine Sozialversicherungsnummer. Und da habe ich jetzt einen Tipp von euch vom DPS tatsächlich selber bekommen, wie man aber trotzdem in dem System weiterkommt. Weil wenn du die Sozialversicherungsnummer nicht eingibst, kommst du nicht weiter, kannst du keinen Termin buchen. Das heißt, du musst da irgendwas eintippen. Und da sagte mir eine nette Dame vom DPS tatsächlich, gib ein 111111111. Das ist, ich habe mitgezählt, das sind exakt die gleichen, also alles nur Einsen. Und diese Nummer gibt es halt nicht. Und die ist vom DPS oder insgesamt vom Staat Texas dafür da, falls keine Sozialversicherungsnummer vorliegt, dass du im System weiterkommst. Genau, also vielleicht zur Erklärung, also unsere Kinder haben keine Sozialversicherungsnummer, weil auf dem Visum, wo wir hier sind, und das wisst ihr ja sicherlich, dürfen nur Tina und ich arbeiten und die Kinder nicht. Die dürfen einfach nicht arbeiten hier, die haben keine Arbeit. Die sollen hier studieren, die sollen lernen, ne? Ist halt ein Investorenvisum. Ne? So, und was sie haben können, was wir jetzt auch beantragt haben für die Große zum Beispiel, weil die jetzt ins College geht, ist eine ITIN, also eine Steuernummer. Ja? Also zum Beispiel, wenn die Große jetzt, die hat jetzt ein Depot hier eröffnet und wenn die ein Depot hat, dann fallen vielleicht auch
Erträge an. So, und auch hier muss man die natürlich versteuern. Die kann man aber nur hier ordentlich versteuern, wenn man eine Sozialversicherungsnummer, also eine Steuernummer hat. So, und für den Fall, dass der Staat hier keine Sozialversicherungsnummern rausgibt, kriegen die halt von der IRS, also von dem Finanzamt hier eine Steuernummer zugewiesen, damit die auch ordentlich ihre Steuern abführen können. So, das ist, glaube ich, das gleiche Format wie die Sozialversicherungsnummer. Meine ich, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Dauert auch Monate, bis die hier ist, die Nummer. Also das zur Erklärung, warum man eine Sozialversicherungsnummer braucht. Die Sozialversicherungsnummer, die gilt hier als ID. Das heißt, irgendwie, wenn ihr irgendwo eine Sozialversicherungsnummer eingeben müsst, dann wird die meist in Kombination mit dem Geburtsdatum abgefragt. Denn die Kombination Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer, die sorgt für eine Validierung. Ne? Also es gibt Systeme, die matchen dann, okay, die Sozialversicherungsnummer mit dem Geburtstag passt, stimmt also, der sagt die Wahrheit. Also das ist eigentlich alles, ne? Warum die das wissen wollen. Ne? Genau. Und weil die zum Beispiel bei uns jetzt alle Daten hinter der Sozialversicherungsnummer hinterlegt haben beim DPS. Also wir mussten, eigentlich hätten wir gar nichts mehr ausfüllen müssen, aber wir sind hier in Texas und auch da mussten wir den Antrag auf die Erneuerung vor Ort dann... Das ist immer so. Also egal, in welcher Behörde du bist. Ne? Du kriegst händisch immer so ausfüllen. einen Zettel in der Hand. Also das ging ja so, vielleicht erzählst du, also wir hatten den Termin heute. Und darum machen wir dieses Video, weil das noch frisch in der Birne ist. So, wir sind also dahin getückert. 30 Minuten vorher kann man sich einchecken in diesem Amt. Und zwar bekommst du mit deiner Online-Anmeldung einen QR-Code oder einen Strichcode, was auch immer. Und diesen konntest du... Einen Barcode. Den kannst du dann da drunter halten unter diesem Lichtlein. Unter dem... Jetzt. Auf jeden Fall kannst du das einscannen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, das Licht ging an und hat meinen Barcode gescannt und deswegen konnte es sehen, alles klar, Tina, bist du das? Ja, das ist dein Termin? Ja, wunderbar. Hier ist deine Nummer. Dann kriegst du eine Wartenummer. Das Coole war ja, also Tina hatte den Termin um 3:20 Uhr, ne? Genau. Und ich um 3:40 Uhr. Ja. So, wir waren um 3:09 Uhr da. 3:09 Uhr da, genau. Ja. So, bei Tina ging es natürlich durch. Ich musste tatsächlich noch eine Minute warten, weil das System sagt, ne, nix hier, halbe Stunde vorher. Ne, nicht? Ja. So, alles klar, 60, 59, kling, ging. So. Das ist echt. Auf jeden Fall, dann wurden wir aufgerufen oder ich wurde aufgerufen, dann durfte ich da hin. Das ist so ein Bon. Genau, habe ich meine Nummer bekommen, dann durfte ich da an meinen Agent ran, der sehr lieb und nett und höflich war und mir wirklich weitergeholfen hat. Und er wollte halt von mir meinen Pass sehen, meinen I94 und das hat er alles eingescannt. Also der hat alles immer eingescannt und also diesen Wisch, den ich dann in die Hand bekommen hatte, musste ich alles nochmal ausfüllen. Wie groß bin ich, welche Augenfarbe habe ich, welche Haarfarbe habe ich. Ich habe mich diesmal größer gemacht. Weil ich habe gesehen, in meinem Driver License, die abgelaufen ist, ne, stand 6 Fuß 01. Und ich habe mich jetzt auf 6 Fuß 5 hochgeschraubt. Ich habe mich also nach 2 Jahren hochgearbeitet. Aber du bist 6'5". Naja, das interessiert ja auch keiner. Ich hätte auch 7 reinschreiben können. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin bei meiner Größe geblieben, glaube ich. Ist ja auch völlig egal. Und, auf jeden Fall, dann waren alle möglichen Angaben. Die wollten auch das Gewicht wissen, ne? Ach genau, die wollten das das Gewicht. Da hast du natürlich die Wahrheit geschrieben. Absolute Wahrheit. Leichte 40 Kilo. Nein. Und dann Besonderheit ist, nachdem der alles nochmal eingetippert hat oder beziehungsweise ergänzt hat oder geprüft hat, ob das wirklich alles noch so richtig ist, dann sagte er zu mir, ne, Daumenabdrücke. Das heißt, beim Führerschein musst du deine Daumenabdrücke geben. Genau, beide Daumen, die dann so ein kleines Gerät, ne, beide Daumen gleichzeitig drauf. Genau. Und dann, und das finde ich total cool und ganz anders als in Deutschland, dann wurde ein Foto von dir vor Ort gemacht. Du darfst sogar lächeln auf dem Bild. Er sagt, wenn du Bock hast, lächel. Jetzt habe ich in die falsche Kamera geguckt, deswegen sehe ich so ein bisschen aus, als ob ich träumen würde. So. Aber das ist eigentlich, hält ja nur ein Jahr. Aber das finde ich schön. Die Fotoplätze sind auch, ich meine, ich hätte das anders in Erinnerung. Ne? Also als wir den Führerschein gemacht haben, saßen wir da und ich glaube, ich musste nicht aufstehen, oder? Doch, wir mussten aufstehen. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, weil hinter uns war eine Leinwand aufgebaut. Genau. Ne? Und wir mussten aufstehen und dann einmal doof gucken. Und dann hat er da ein Passfoto gemacht. Genau, ganz anders. Also in Deutschland kenne ich das noch so, dass wir halt immer unsere Passbilder mitbringen mussten. Das heißt, wir mussten ja auch die Passbilder bezahlen. Dafür ist der Preis da auch happig. Findest du das happig? Also für eine Führerscheinerneuerung, was haben wir bezahlt? $33. Ich weiß nicht, was der in Deutschland kostet jetzt, aber das kostet doch keine 30 Euro, oder?
Führerschein? Ich fand das jetzt nicht so teuer. Jetzt habe ich auch schon lange keinen deutschen Führerschein mehr beantragt. Also erstens ist der Führerschein in Deutschland ja auch unendlich, also Unser, nicht unser. Bei den neuen wohl nicht. Ne? Ja, also ja, stimmt, da ist ein Ablaufdatum. Da haben die ja immer Theater immer hier. Ne? Ja, Oder ja, wir hatten genau. Theater, weil kein Ablaufdatum dabei steht und der Amerikaner sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob der gültig ist, da steht ja kein valid to, Ja, valid ja. From oder was auch immer. Genau, drauf. da hatten wir dann einen tollen Hack, den haben wir auch schon mal ganz am Anfang erzählt. Hack ist ein Brief vom Kraftfahrtbundesamt zu besorgen, wo drin steht, liebe USA, hiermit bestätigen wir, dass dieser Führerschein gültig ist. Genau, gibt es per E-Mail als PDF. Aber Kostenlos. Guck mal in eins der ersten Videos Ja. hier, da haben wir das nochmal erklärt. Ja, das war's. Also wir haben nochmal zur Sicherheit haben wir nochmal eine ganze Packung an Dokumente ausgefallen. In der Regel, wenn da steht irgendwie Proof of Residence, ne, wollen die ja wissen, dass du auch wirklich da wohnst. Und das kriegst du eigentlich, weil hier gibt es ja kein Einwohnermeldeamt, ne, also keine Meldepflicht. Das heißt, das kriegst du eigentlich nur hin, indem du irgendwelche Rechnungen vorlegst, wie zum Beispiel von den Stadtwerken, vom Gas oder vom Strom. Und wir haben echt alles ausgedruckt. Ne? Also wir hatten alles dabei. Das hat null interessiert. Ne? Aber Nee, weil wir ja den Führerschein hatten. genau, also aber wir wollten auch nur mal sicher gehen. Genau, wir weil es wollten gibt auch nichts nur- Ärgerliches, als dass die sagt, ja, können wir jetzt nicht machen. Und Hatten du wir wieder auch schon. rausgehst, hatten wir auch schon, und Hatten du wir wieder auch raus, bei Sozialversicherungsnummer Ja. habe ich gehört. Beim Führerschein jetzt noch nicht. Aber dass du rausgehst und nochmal in das System gehen musst und einen Termin machen musst, das ist wirklich überflüssig. Doch, ich hatte das einmal beim Führerschein von Ja. einem der Kinder. Da hatte ich, Bei weil Nina, ich hatte, ne? genau, ich hatte eine Rechnung dabei von irgendwas und da hat sie gesagt, nee, es zählen nur Utility-Rechnungen. Guck, da muss ich die noch schicken, genau. Und dann hast du mir die geschickt und die Dame war E-Mail. so nett. Die Dame sagte, alles klar, dann schick mir das bitte per E-Mail, dann drucke ich dir das jetzt hier sofort aus. Und das das ist übrigens ein guter Hinweis. Also überall an den, bei dir war das wahrscheinlich auch, da war so ein QR-Code und die E-Mail-Adresse. Ne? Ja. Also wenn denen was fehlt und fragen die dich irgendwie, kannst du mir das mal per E-Mail schicken und dann reicht denen das. Ne? Dann scannst du den Code ein, hast du dann die E-Mail-Adresse von der Tante, die da sitzt, ne? Und dann kannst du dir das mal eben per E-Mail Ja, schicken. genau, Ne? richtig. Das ist schon ein netter Service. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja mittlerweile im digitalen Zeitalter in Deutschland auch angekommen. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, Weißt du, solange ich auf LinkedIn noch Einladungen zum Webinar Digitalisierung im Mittelstand bekomme, weiß ich, egal. komm, hier die Ämter sind auch nicht wirklich mega sind die digital. überhaupt nicht. Also Klar, der Prozess ist schon voll digitalisiert Ja. und das ist einfacher und du kannst irgendwie alles schnell und effizient ist das schon. Ne? Aber weißt du, wenn du dich da eincheckst und von dem Officer so ein Papier kriegst, wo du nochmal den Antrag auf Verlängerung ausfüllen musst, denkst du so, that does not make sense. No. Aber No. ich vermute, das hat irgendwelche rechtlichen Hintergründe. Also Bürokratie, haben wir ja schon oft gesagt, Bürokratie gibt es auch hier. Definitiv. Und zwar auch ziemlich heftig. Ja. Nichtsdestotrotz war das jetzt eigentlich super easy. Und, Lange haben wir gebraucht? wir haben ein bisschen länger also als wir eingecheckt haben, haben wir ein bisschen länger gewartet. Und ansonsten war das eine Sache von ein paar Minuten. Genau, also was ich ganz cool fand, war, du hast am Anfang beim Einchecken kannst du auswählen, ob du in Englisch oder in Spanisch bedient werden willst. So, und wir hatten, du warst Nummer 3, glaube ich, ne, oder? Genau. Also 1 bis, ich war 5, das letzte, ne, 1 bis Ja. 5. Und auf der anderen Seite dann irgendwie 2 bis 9 war dann da und die waren spanischsprachig. Ne? Also die erste Reihe, wo wir waren Englisch und ich habe, also du warst ja eher dran und ich habe gesehen, irgendwie, dass so Hispanics oder sowas, die dann Spanisch gesprochen haben, die sind dann eine Reihe weiter, die konnten in Spanisch bedient werden. Und es gab einen Desk 11, also es waren einmal 1 bis 5 und dann 6 bis 10 und dann gab es einen Desk 11 und das war für Disabilities. Genau. Das Ja, war nochmal in einem richtig. anderen Raum. Das war Also rechts rum, ne? genau, das heißt, wenn irgendjemand körperlich oder geistig beeinträchtigt, geistig ist jetzt nicht gut für einen Führerschein, aber wenn jemand Nee, irgendwie... also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum du den Zettel kriegst. Ne? Das ist noch nicht digitalisiert, weil du per Handschrift also immer diese Boxen ankreuzen Ja. musst. Irgendwie, nein, ich habe keine Medical Illness und. Ne? Genau, du musst also bestätigen und testieren quasi, dass du gesund bist. und Wie früher im Flugzeug. Ne? wie früher im Flugzeug. Haben Sie vor, ich habe irgendwie- keinen vor, Terroranschlag mit dem Auto zu machen. Und nein, mein Vater war kein Nazi und Ja. ich bin auch nicht gesucht wegen Verbrechen in der Nazi-Zeit. Alter, ich glaube, du hast jetzt gerade unser Video geschrottet mit den So. Wörtern. Lieber Herr Google, bitte dieses Video im Kontext betrachten. Oh Mann. Nein, also schwitz. ich schwitze auch. 37 Grad und ohne Außenklimaanlage. Nein, wir haben einen Ventilator hier draußen stehen, aber der wäre viel zu laut. Der ist leider gewesen. viel zu laut, ja, das ist leider so. Ja, also ich hoffe, ihr habt ein paar wichtige Infos mitnehmen können oder so ein paar Eindrücke aus dem Amtsleben der Amerikaner hier in Texas. Also ich finde es nicht schlimm, die sind halt total nett alle. Ne? Weißt du, da hast du keinen muffligen Sitzen oder sowas. Ne? Nein, Irgendwie überhaupt nicht. Mega nett und so ein Cop davor, ne? Irgendwie, der dir auch hilft, ne? Und der auch höflich ist. Also ich fühle mich immer wohl hier. Ja. Klar, es sieht
jetzt nicht aus wie ein Hotel. Ne? Also das sieht schon aus wie so... Meine Fresse, ehrlich. Aber das lag vielleicht auch daran... Wobei, nee, Südosten sind auch nicht. Und Bastrop sah aus wie so ein Container. Ja, also da auch. Das ist nie wirklich hübsch. Nee, hübsch ist das nicht gemacht. Nee. Aber das ist halt ein Federal Office, ne? Oder ein State Office. Ja, das dazu. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt zu den Ämtern oder zu den Führerscheinen. Da gibt es ja bestimmt ganz viele Fragen, wenn ihr vorhabt, hier hinzukommen, wie das mit den Führerscheinen ist. Wir versuchen immer, alle Fragen zu beantworten. Also manchmal dauert es ein bisschen, irgendwie, weil, also ich habe auch den Fall, dass einer kommentiert und dann will ich antworten, weil ich auf meinem Handy kriege, irgendwie, ja, da gibt es einen neuen Kommentar, willst du antworten? Und dann ist der weg. Oh ja, da musst du auf News drücken. Nee, aber dann ist der ganz weg. Also dann hat YouTube den wahrscheinlich irgendwie gesperrt. Also das ist nicht böse gemeint, wenn ich mal nicht antworte. Und wenn es böse gemeint ist, antworte ich einfach gar nicht. Das ist, oder, ja. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr uns immer wieder zuseht. Darauf ein Dujardin. Macht euch eine schöne Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Da gehen wir mal wieder ein bisschen raus, oder? Ja, absolut. Also wir nehmen euch mit. Wir sind ja jetzt kurz davor, unsere Tochter nach Savannah, Georgia zu bringen. Wir machen einen Zwischenstopp in New Orleans. Ja. Und einen Zwischenstopp in St. Augustine. Ja. Florida, bevor wir dann die Ostküste Georgia erreichen. Und da werden wir vielleicht ein Video drüber machen. Mal gucken, wie meine Tochter drauf ist, ob sie das erlaubt. Auf jeden Fall haben wir uns für 3 weitere Nächte nach Savannah eingebucht und machen da mal ein Video drüber, was da so unsere Eindrücke sind. Wir nehmen die Mikrofone auch mit, damit der Ton nicht ganz so scheiße wird. So, also nochmal schönen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die beste Community, die wir je hatten. Wir hatten nur euch. Nein, das stimmt nicht. Nein, also wirklich, vielen lieben dran. Dank. Es gibt noch viel zu berichten in diesem Sinne. Bis dann.